Also der Risotto heute war wirklich lecker. Den kochen wir sicher mal wieder, oder Eleni? Ja, klar. Herr Bustioni, Sie haben vorhin gesagt, Sie erzählen uns gerne noch ein bisschen über Ihren Beruf. Darf ich einfach fragen? Klar. Also, Sie sind gelernter Koch, arbeiten in einem Restaurant und leiten seit einigen Jahren auch Kochkurse in einem Küchenstudio. Ist Ihnen das nicht manchmal zu viel? Nein, Kochen macht mir so viel Spaß, dass ich meine eigene Begeisterung gern an andere weitervermittle. Ich bin auch gern mit Menschen zusammen. Da sind die Kochkurse dann eine nette Möglichkeit, beides miteinander zu verbinden. Können Sie uns denn sagen, was ein Koch oder eine Köchin so alles können muss? Kochen ist eine kreative Tätigkeit, aber man muss auch sehr organisiert sein und vieles gleichzeitig erledigen können. Zum Beispiel muss man gut planen können, also den Speiseplan zusammenstellen und dazu die Waren besorgen. Die kaufen Sie dann sicher auf dem Großmarkt, oder? Nicht unbedingt, nur die frischen Produkte kaufen wir auf dem Großmarkt. Qualität und Preis müssen stimmen. Beim Einkaufen ist es wichtig, dass man gut verhandeln kann. Lagerfähige Lebensmittel oder Gewürze bestellen wir meistens in größeren Mengen, also auf Vorrat im Internet. Wenn die Waren geliefert werden, muss man sie auf Vollständigkeit und Qualität überprüfen. Und dann muss man sie fachgerecht lagern, damit sie nicht verderben. Das heißt, man muss immer vorausdenken, wenn es um Planung, Einkauf und Lagerung geht. Ja, das ist sehr wichtig. Außerdem muss man Bestandskontrollen durchführen und den Verbrauch dokumentieren, sonst steht man irgendwann in der Küche und hat die wichtigsten Zutaten nicht. Damit wären wir beim Kochen. Was ist der wichtigste Unterschied zum Kochen zu Hause? Da macht vor allem die Menge den Unterschied. Und dann wollen die Leute im Restaurant ja alle gleichzeitig essen und auch schnell bedient werden. Für uns in der Küche heißt das, dass wir stressresistent sein und die Ruhe bewahren müssen. Und wie ist es mit den Hygienevorschriften und so? Wir müssen natürlich auf Sauberkeit und Ordnung achten. Köche und Köchinnen sind auch für die Instandhaltung der Küchengeräte zuständig. Damit wir alles schnell finden, muss alles an einem festen Platz stehen und nach der Benutzung wieder zurückgestellt werden. Ach ja, das gehört auch dazu. Wir müssen moderne Arbeitsgeräte bedienen können. Und welche Aufgaben mögen Sie persönlich am liebsten? Ich richte die Speisen gern so appetitlich an, dass sie richtige Hingucker werden. Das Auge isst ja mit. Außerdem vermittle ich mein Wissen gerne weiter. Es macht mir Spaß, mit unseren Azubis zusammenzuarbeiten und in den Kochkursen in der Kochschule Laien für das Kochen zu begeistern. Ich glaube, bei uns hat das geklappt. Apropos Azubis, was sagen Sie den jungen Leuten, die überlegen, ob sie eine Ausbildung zum Koch oder zur Köchin machen sollen? Ich würde Ihnen sagen, wenn du gerne mit anderen zusammenarbeitest und dabei so gut mit Stress umgehen kannst, dass du auch noch kreativ sein kannst, dann ist das genau der richtige Beruf für dich. Aber man sollte sich auch gut überlegen, ob man dann arbeiten möchte, wenn andere Freizeit haben oder feiern. Als Koch muss man ja oft abends oder an Feiertagen arbeiten. Frau Demel, haben Sie einen Moment Zeit? Ja, worum geht es? Frau Demel, wir haben im September die Tagung des Außendienstes und ich möchte Sie fragen, ob Sie da eine der Präsentationen übernehmen können. Im Prinzip schon, aber worum soll es da denn inhaltlich gehen? Ich dachte, Sie könnten vielleicht den Teil über die neuen internen Strukturen übernehmen, die wir ab Ende des Jahres haben werden. Das kann ich gerne machen, aber ich habe ja selbst noch keine Informationen dazu. Ja klar, die bekommen Sie natürlich rechtzeitig und wir sprechen dann auch noch im Detail über die Präsentation. Und wie lang soll die Präsentation sein? Maximal 20 Minuten.